Hallo Freunde, ich war wieder mal unterwegs, ich war on Tour, ich habe eine Hörspiel-Convention besucht, wie es mir da gefallen hat, meine Eindrücke, wen ich getroffen habe, all das seht ihr jetzt in diesem Video. Film ab! Ja Leute, exakt eine Woche nach der Los Amigos, nach der Masters of the Universe Convention, die ich besucht habe in Hanau. Wer das Video noch nicht kennt, ich blende es hier oben nochmal ein, kann sich gerne nochmal anschauen, im Nachhinein natürlich. War ich jetzt wieder unterwegs, ich habe wieder eine Convention besucht, diesmal quasi das zweitliebste Hobby neben Figuren, neben Action Toys, Hörspiele. Es gibt tatsächlich eine Hörspiel-Convention, ebenfalls im schönen Hessen, angesiedelt diesmal in Niddaau, und zwar die Hörspiel-Con 2023. Die habe ich besucht und was soll ich sagen, ich war total geflasht. Ja, ich habe im Vorfeld nicht wirklich, muss ich sagen, Werbung etc. davon gesehen. Es war rein zufällig eigentlich, dass ich gedacht habe, wow, eine Hörspiel-Convention, ich liebe Hörspiele und die ist noch bei mir in der Nähe, also nix wie auf, dick und fett im Kalender markiert und hingefahren. Habe circa 40-45 Minuten von mir weg, habe ich gebraucht, bis ich nach Niddaau gefahren bin. Und die Hörspiel-Convention ist organisiert von Thomas Birker. Wer Thomas Birker nicht kennt oder wer vielleicht nicht so auf Hörspiele steht, dem lege ich ans Herz, wirklich mal die Hörspiele von Thomas Birker anzuhören. Ja, ist ganz speziell Dreamland Grusel. Es ist eine komplett tolle Hörspielreihe, mittlerweile über 50 Folgen. Im Stile, ich nenne es jetzt einfach mal so wie ich es empfinde, im Stile der alten 70er, Anfang 80er Horror-Grusel-Hörspiele, sage ich mal. Es sind abgeschlossene Folgen, es sind immer andere Autoren, auch andere Sprecher, also es hängt nicht wirklich zusammen. Ja, abgeschlossene Folgen, ihr könnt also blind reinhören. Ja, ich finde es total toll. Thomas Birker führt da teilweise selbst Regie, produziert das Ganze und es sind wirklich Geschichten, auch teilweise zum Beispiel von H.G. Francis. Ihr wisst ja, solltet ihr kennen, der Autor von sehr vielen 80er Jahre Europa-Hörspielen, wie auch zum Beispiel den Masters of the Universe. Auch da gibt es unveröffentlichte Folgen oder sogar teilweise Fortsetzungen zu alten Hörspielen. Ja, also guckt auf jeden Fall mal rein bei Dreamland Grusel. Ja, und ich würde sagen, bevor wir da ins Detail gehen, vielleicht nochmal von meiner Seite aus so den ersten Eindruck, den ich hatte, also wie gesagt, angekommen in die Halle rein und das erste, was ich gesehen habe, war quasi ein Stand, eine Art Flohmarktstand mit Kassetten, mit Haufen von alten Hörspielkassetten, Leute, da ist mein Herz aufgegangen, ja, war total klasse. Dieser Stand hat, wie gesagt, querbeet, ich blende ja immer Bilder ein, querbeet Kassetten stehen gehabt. Es waren keine Preise dran, das heißt, man konnte sich die Kassetten halt nehmen, ist zu dem Verkäufer hingegangen und der hat da mal kurz drüber geguckt und hat ihren Preis genannt. Und hat noch viel mehr gehabt, hat auch Merchandise gehabt, hat T-Shirts gehabt, alles mögliche an T-Shirts, ja, mit dem Alfred Hitchcock, mit dem 3-Fragezeichen-Logo, mit einem Neu, ja, inspiriert von den Neu-Stickern auf den Europa-Hörspielkassetten damals, finde ich total klasse. Hat Hörspielkoffer gehabt, die er da verkauft hat, war mir allerdings ein bisschen zu teuer. Ich hatte Interesse an einem Pumuckl-Koffer, an einem Hörspiel-Kassettenkoffer und an einem Alf-Koffer. Für den Pumuckl-Koffer wollte er 40 Euro haben, für den Alf-Koffer 50 Euro. Ich weiß, dass der Alf-Koffer recht teuer ist, der fehlt mir auch noch in der Sammlung, aber 50 Euro war mir dann doch ein bisschen zu viel, genauso wie 40 für den Pumuckl. Aber alles gut.
Ja, habt ihr auch ein bisschen über die Hörspiele geguckt, habt ihr auch 1, 2 gefunden. Hat dann einen netten Plausch mit dem Verkäufer gehabt, weil er gesagt hat, oh, diese Hörspiele, das sind ja seltene, die hätte ich eigentlich gar nicht, die hätte ich da eigentlich aussortieren müssen und so weiter. Ja, dabei hat es mir dann auch gezeigt, hat dann online ein bisschen geguckt, hat mir die Preise gezeigt. Das war so ein Calimero-Hörspiel. Ich hatte ja letztens auf dem Flohmarkt so eine kleine Calimero-Figur, das kleine Küken, das Schwarze mit der Eierschale auf dem Kopf. Gezeigt. Die geht auf eBay oder online irgendwie so für 15 bis 18 Euro weg. Ja, und nee, so viel gebe ich nicht für so eine alte Kassette aus. Wer weiß, ob die noch funktioniert, etc. Also alles gut. Also wie gesagt, da nichts gefunden, dann in die Halle reingegangen. Und in der Halle, die Halle war dann so aufgebaut, dass wir vorne die Bühne hatten, dann hatten wir mehrere Sitzreihen, wo die Leute halt sitzen konnten und konnten das Geschehen auf der Bühne verfolgen. Ja, und rings um die Bühne rum oder um die Sitzreihen rum, quasi so in U-Form, waren verschiedene Stände. Und da möchte ich jetzt mal drauf kommen. Also ich habe sehr viele tolle Leute getroffen. Ja, wie gesagt, allen voran den Gründer der Hörspiel-Convention, ja, den Thomas Birker. Das Dreamland Grusel hat einen Stand gehabt, ja, haben die ganzen CDs ausgelegen und die CDs haben 5 Euro gekostet, haben 3 Euro gekostet, alles neu natürlich, ja. Neben Dreamland Grusel auch Tony Ballard Folgen liegen gehabt, ja, auch das ist eine Reihe im Stile, nenne ich jetzt einfach mal John Sinclair zum Beispiel, ja. Der Dämonenhasser heißt es, glaube ich, sogar, Tony Ballard. Gibt es auch schon mittlerweile über 50 Folgen, Leute, muss man sich mal reinziehen. Ja, richtig, total klasse. Auch die Dreamland Grusel, ich sage immer Grusel, Dreamland Grusel kenne ich. Kenne ich viele Folgen, habe ich mit Sicherheit noch nicht alle gehört, aber Tony Ballard habe ich noch nie reingehört. Auch das werde ich jetzt ändern. Ja, da werde ich auch mal reingucken, wie es mir gefällt. Und weitergegangen und dann, was ich gesehen habe, war Welt der Meister war da und Motu Fanfiction war da. Also alle Masters of the Universe Fans kennen diese beiden ja. Welt der Meister, Mark und Miri, die auch vom Planet Eternia die Kassettenposter dabei hatten, ja, die halt natürlich ihre Welt der Meister Magazine dabei hatten, bisschen Werbung gemacht haben und so weiter. Hat mich sehr gefreut, euch beiden zu treffen. Viele Grüße an euch. Und nebendran direkt Motu Fanfiction, der Matthias und der Alex, ja, die es immer eine Freude ist zu treffen. Wer Motu Fanfiction nicht kennen sollte, ja, muss das ganz schleunigst ändern. Hörspiele von Fans für Fans, ja, aufwendig produzierte Hörspiele. Motu Fanfiction macht zum Beispiel die Masters of the Universe Hörspiele, die ist aktuell im Smith Toys. Bei jedem Masters of the Universe Figurenpaket oder bei jeder Figur, die man kauft, kriegt man ein Hörspiel dabei zu Masters of the Universe Revelation. Ja, was ich mir mitgenommen hatte, was ich noch nicht hatte, was ich aber letztens gehört habe und richtig toll fand, hätte ich nie gedacht, deswegen habe ich es mir damals nicht geholt, ist ein Hörspiel zu He-Man 21. Ja, das haben sie auch am Stand gehabt. Das finde ich total klasse, ich finde das total süß gespielt und wie gesagt sehr, sehr hochwertig aufgenommen, produziert und so weiter. Das habe ich mir mitgenommen und ich mache jetzt gerade mal kurz ein bisschen Werbung für Motu Fanfiction, denn es gibt Radio MyMac, ja, in Kooperation mit dem Welt der Meister Magazin. Motu Fanfiction haben ein Hörspiel gemacht, das vielleicht den ja, Ur-Masters of the Universe Fans ein Begriff ist, denn es gab früher Radio Mac, das war der Masters Abenteuer Club. Da konnte man früher Mitglied werden und hat man dann halt Post zugeschickt bekommen mit Goodies und so weiter. Und einmal gab es da auch eine Abenteuerclub-Kassette. Die war nie verkäuflich im Handel irgendwo. Ja, die hat man nur bekommen, wenn man halt in diesem Masters Abenteuer, in diesem Mac-Club war. Die Kassette wird mittlerweile zu horrenden Preisen gehandelt. Es ist wie ein Radio-Interview, sage ich mal, auf Seite 1. Auf Seite 2 sind Geräusche und Soundeffekte, womit man dann quasi sein eigenes Hörspiel aufnehmen konnte. Total toll. Ich habe die Kassette nicht. Wer sie hat und wer sie abgeben möchte, kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, die Kassette ist nicht mehr günstig und sehr, sehr selten zu bekommen. Und Motu Fanfiction und Welt der Meister haben das Radio MyMac auf heißer Abenteuerwelle, so hieß es auch damals, und jetzt aber 2.0 ins Leben gerufen. Ja, das kann man unter dem QR-Code hier einfach abscannen mit dem Handy und dann kommt man auf die
Seite der Moto Fanfiction und kann sich das Ganze anhören. Es sind knapp 30 Minuten, meine ich. Ja, es sind sehr viele Interviews und auch Tonspuren, teilweise Musik oder Geräusche aus den Europa Masters Hörspielen zu hören. Ja, und alle sind vertreten. Ja, es ist sogar Planet Eternia spricht auch mit. Ja, es ist natürlich der Alex und der Matthias sind mit dabei. Simon also Simon Soltau, der Künstler, der Masters of the Universe auf Leinwand bringt mit Öl, ist dabei. Also sehr, sehr toll. Hört da mal rein. Ich packe den Link unten in die Videobeschreibung. Ja, könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Und was ich mir noch mitgenommen habe, wer kennt diesen Moti? Ja, Moti ist ja das kleine Getier, was bei dem Masters of the Universe in der Burg in Castle Grayskull unten, ja, im Käfig etc., im Kerker und so weiter ist. Gab einen riesen Wirbel um diese Figur, weil die ja bei dem Eternia Playset, was bei Mattel Creations als Crowdfunding angeboten wurde, halt mit dabei war. Und auch hier live aus den Teersümpfen finde ich total klasse. Ja, auch hier einen QR-Code packe ich auch in die Videobeschreibung und da könnt ihr ein bisschen was zu Moti erfahren. Ich finde es total klasse. So, wir sind quasi in jedem Stand stehen geblieben, haben mit den Leuten hinter den Ständen gesprochen. Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist der Thomas Plum. Ich muss es nur mal kurz ablesen, Thomas. Wenn du das hier siehst, viele Grüße auch an dich. War ein sehr toller Tag, ein sehr schönes Gespräch. Und der Thomas hat mir auch was mitgegeben. Der Thomas macht nämlich einen Podcast zum einen. Ich hoffe, ich gebe das jetzt alles richtig wieder. Ja, ein Podcast über Filme. Ich habe ja ein T-Shirt vom Breakfast Club angehabt und er hat gesagt, halt hier, geiles T-Shirt und guck mal, Filme, das ist mit Sicherheit dein Ding. Da sage ich, ja, Filme vor allem der 80er und so weiter. Und er macht einen Podcast. Ja, auch hier QR-Code, auch das packe ich in die Videobeschreibung, lieber Thomas. Ja, Leute, klickt da mal drauf, guckt da mal nach. Ja, und er bespricht da mit Philipp Bösesand oder Bössand spricht er über Filme. Ja, jede Folge über einen Film. Und das Coole ist, wir als Zuschauer, als Zuhörer können abstimmen, welchen Film sie als nächstes besprechen. Finde ich total die coole Idee. Werde ich auf jeden Fall reinhören. Finde ich total klasse. Hörspielprojekte macht er auch noch. Hier auch nochmal ein Flyer von ihm. Ja. Aktuelles Hörspiel ist Wolfi. Ja, auch da, Leute, wie gesagt, ich gucke mal, wenn ich das hier abscanne, was da rauskommt, ob ich das auch unten in die Videobeschreibung reinpacke. Also wie gesagt, sehr, sehr toll, sehr tolle Gespräche, sehr viele Leute kennengelernt und vor allem den Thomas, der ist mir in Erinnerung geblieben. So, dann wieder zurück zu, ich nenne es jetzt mal Gruselhörspielen, denn etwas, was ich gar nicht gekannt habe, ist Jack Turner. Jack Turner ist eine kleine Hörspielreihe von aktuell, glaube ich, 4 Folgen. Ja, auch das ist cool. Man konnte halt vor Ort in diese Folgen reinhören. Ja, finde ich sehr cool. Und Folge 4 hat es mir besonders angetan, allein von Bild und dem Titel Das Haus der Toten. Da habe ich mir einfach so mal so eine Werbepostkarte mitgenommen. Ja, Jack Turner kannte ich bisher noch nicht, aber auch da werde ich garantiert reinhören nochmal. Und ich habe mir hier einen kleinen Jack Turner Anstecker, einen kleinen Pin mitgenommen, den gab es gratis, auch sehr nette Gespräche mit der Dame hinter dem Stand gehabt, sehr, sehr schön, habe ich so mitbekommen. Dann waren noch viel mehr da, unter anderem halt auch, was ich nochmal erwähnen möchte, die Ferienbande. Die Ferienbande ist ein Hörspiel, sage ich mal, von dem Kai Schwind ausgedacht. Kai Schwind ist aktuell, wem da kein Begriff ist aktuell bei mir sehr im Gedächtnis, da er mit Andreas Fröhlich, mit Bob Andrews von den 3 Fragezeichen den Bobcast aktuell macht, indem er mit Andreas Fröhlich zusammen, teilweise mit Gastauftritten von anderen Sprechern oder Freunden und Bekannten, immer eine Folge der 3 Fragezeichen bespricht. Angefangen von Folge 1 im Super Papagei. Mittlerweile sind wir bei knapp Folge 30, meine ich. Also die letzte, die ich jetzt gehört habe, war der Doppelgänger. Das müsste die 28 gewesen sein. Und besprechen da halt, wie gesagt, die alten Folgen chronologisch, worüber sich der Andreas Fröhlich noch erinnern kann, ja, wie es damals war, diese Sachen aufzunehmen, wie die 3 Jungs zusammen agiert haben, wie die Freundschaft entstanden ist und so weiter. Finde ich total klasse. Also hört auf jeden Fall mal auch in den Bobcast rein und hört auch mal in die Ferienbande rein. Die Ferienbande gibt es nämlich schon seit 2003, also schon seit 20 Jahren insgesamt, muss man sich mal vorstellen. Und das ist eigentlich eine Satire oder eine Persiflage auf die Jugendhörspiele, also auf 3 Fragezeichen, auf TKKG, auf 5 Freunde. Und es sind immer wieder mal Sprecher dabei, die mitsprechen.
Ja, und ich zeige euch jetzt mal das Titelbild oder das Logo der Ferienbande. Das erinnert sehr stark an TKKG, nur ein bisschen verfremdet, auf lustig gemacht, finde ich total toll. Das habe ich mir mitgenommen und halt auch ein Ferienbanden-Armband. Ja, steht Ferienbande und dann haben wir hier Bandenmitglied. Finde ich total klasse. Also wie gesagt, der Tag war für mich ein voller Erfolg, aber das Gute oder das Beste kommt fast zum Schluss, denn ich habe mir auch noch was gegönnt. Also ich habe mir ein bisschen was gegönnt. Ich hätte einen Haufen Geld ausgeben können, ja, ganz viele Hörspiele kaufen. Ich war so wieder so im Hörspielmodus, ja, und ich finde, Hörspiele kommen auf dem Kanal hier aktuell viel zu kurz. Das wird sich ändern, Leute. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch Interesse an Hörspielausgaben, Hörspielfolgen habt. Ja, ich habe großes Interesse daran. Ja, natürlich kommen die anderen Sachen wie meine Toys, wie meine Reviews und so weiter weiter nicht zu kurz, aber Hörspiele werde ich demnächst auch ein bisschen weiter mit einbinden. Und ich war an einem Stand gewesen, der auch ein paar Schallplatten, alte Schallplatten unten in so einer Kiste halt zum Durchwühlen hatte und verkaufen wollte. Und ich habe mir da was mitgenommen, Leute, was mich sehr, sehr freut, was meine Sammlung, meine Schallplattensammlung sehr stark ergänzt. Und zwar habe ich mir mitgenommen Die 5 Freunde und ein Zigeunermädchen, Folge 8. Finde ich total klasse. Die Platten sind auch in einem wunderschönen Zustand. Ich habe mir die Platten selbst alle mal angeschaut. Ja, also wirklich keine großen Kratzer, ein paar Schlieren halt dran. Das bleibt aber nicht aus bei dem Hörspiel von Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre. Und wie gesagt, sehr schön, ergänzt meine Sammlung 5 Freunde und das Zigeunermädchen. Dann habe ich mitgenommen auch eine meiner Lieblings-5-Freunde-Folgen, 5 Freunde im alten Turm. Die fand ich früher echt gruselig. Auch hier wieder sehr, sehr schöner Zustand von Hülle und auch, wie gesagt, von Platte. Ja, eine weitere 5 Freunde Folge 7 verfolgen die Strandräuber. Ja, also die ersten 21 5 Freunde Folgen, das sind meine absoluten Highlights. Ja, danach hat es mir nicht mehr so gefallen, aber die ersten 21, die es damals gab, da verbinde ich so viel Nostalgie, so viel Kindheitserinnerung mit. Das ist einfach Wahnsinn. Es freut mich ungemein, die in der Sammlung zu haben. Und etwas ganz Besonderes für mich, denn es gab nicht nur die Europa-Hörspiele, sondern es gab auch von anderen Verlagen, unter anderem Ariola, gab es auch 5 Freunde. Und hier habe ich 5 Freunde auf geheimnisvollen Spuren. Ich meine, es gab 3 Platten davon. Hinten sieht man nochmal 5 Freunde auf Schmugglerjagd. Die ist schon in meinem Besitz. Und 5 Freunde auf geheimnisvollen Spuren jetzt auch. Ja, finde ich total toll. Es sind andere Sprecher dabei, wie in der Europa-Hörspielausgabe. Ja, teilweise sind aber auch die Sprecher, wie zum Beispiel der Oliver Rohrbeck, als Gastsprecher oder als nicht Hauptcharaktere dabei. Finde ich total klasse. Julius wird hier von Santiago Ziesmer gesprochen. Und wer Santiago Ziesmer nicht kennt, der sollte sich mal eine Folge SpongeBob angucken, denn er spricht nämlich den SpongeBob. Finde ich total klasse. Wie gesagt, die Folgen sind auch gar nicht so einfach zu bekommen mehr, finde ich. Ja? Also ich sehe die recht selten. Die Europa-Hörspiele sieht man öfter. Und eine schöne Ergänzung, wie gesagt, hier von Ariola für meine Schallplattensammlung. Ja Leute, was soll ich sagen? Ein rundum gelungener Tag. Es hat mich sehr, sehr gefreut, den Kurztrip auf mich genommen zu haben, die Hörspiel-Convention besucht zu haben. Vielen Dank an den Thomas Birker und alle Beteiligten, die das Ganze wahrgemacht haben. Und ich freue mich, was soll ich sagen, ich freue mich schon jetzt auf die nächste Ausgabe der Hörspiel-Convention. Ich hoffe nicht, dass die erst in einem Jahr sein wird, weil es hat so viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn es die auch früher kommt. Auf jeden Fall, wenn ich irgendwelche Neuigkeiten höre, dann verlinke ich die hier auf meinem Kanal. Ja, vielleicht kommt der ein oder andere dann auch in den Genuss von euch, das Ganze zu besuchen. Es ist auf jeden Fall ein Besuch wert und ich verabschiede mich mit den Worten, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut, euer Retro Raune.